Ja, hallo zusammen und willkommen mal wieder zu einem kleinen Podcast. Ich habe heute einen spannenden Gast, der ist IT-Sicherheitsforscher bei der Uni Osnabrück und hat ein Paper geschrieben zu einem spannenden Thema, das wir euch jetzt vorstellen wollen. Magst du dich kurz noch vorstellen? Hi Leute, ich bin Tim. Ich bin IT-Sicherheitsforscher an der Universität Osnabrück, wobei ich nebenbei eigentlich noch Informatik studiere. Ich bin momentan im 6. Semester am Bachelor. Cool. Gut, dein Paper heißt ja Phantom Malware. Was Ja. versteht man denn unter Phantom Malware? Also wie kann man sich das Ganze vorstellen? Also es ist quasi so eine sehr spezielle Klasse von Schadsoftware, die quasi ihre ganzen schadhaften Aktivitäten als Benutzeraktion tarnt. Das heißt im Endeffekt nicht wirklich Code, der direkt das Böse sozusagen ausführt, also quasi direkt eine Ransomware ist, sondern der so tut, als wäre er der User und dadurch sozusagen eine Ransomware eigentlich mehr oder weniger nur imitiert. Ganz genau. Ja. Und dann sieht das halt quasi aus, als würde der Benutzer selbst quasi seine eigenen Dateien verschlüsseln. Und es gibt ja diesen Grundsatz, was der Benutzer tut, das ist immer genau das Richtige. Also das kann definitiv nicht schadhaft sein. Und genau diesen Punkt nutzen wir schamlos aus. Mhm. Weil man natürlich auch den User nicht in seinen Aktionen irgendwie limitieren kann. Also ich meine, wenn du dann, ja, wenn du was quasi als User machst, dann soll es ja auch funktionieren, musst du nicht jedes Mal dein Passwort eingeben und das ist quasi dann der Angriffsvektor hier. Das ist gefährlich. Ähm, Jetzt hast du ja gesagt, dass du, also was genau könnte man denn mit deiner Malware alles machen dann? Alles. Also du kannst jede schadhafte Aktion vollständig tarnen als Benutzeraktion. Du Okay. könntest beispielsweise so eine, wie ich das gerade erklärt habe, so eine Phantom Ransomware bauen, wie der Benutzer selbst seine ganzen Dateien verschlüsselt. Du kannst irgendwelche E-Mails schreiben, oder irgendwelche Registry Keys verändern, du kannst alles machen. Das ist, kann man die Registry Keys dann auch verwenden oder verändern, wenn man, also als User öffnet man die Regedit zum Beispiel oder den Registry Editor, öffnet man ja relativ selten eigentlich. Mhm. Wie tarnt sich diese Phantom Malware dann? Also ich meine, das sieht der Nutzer ja quasi auf dem Screen, was da passiert. Das ist halt der Trick. Du erstellst einfach einen neuen Desktop und öffnest dort einfach die Fenster und agierst einfach quasi mit denen einfach. Und der Benutzer merkt halt gar nichts, weil der hat halt quasi seinen aktuellen Desktop, da schaut er irgendwelche Videos oder ist da im Browser und das passiert dann einfach alles im Hintergrund. Er sieht quasi gar nicht diesen zusätzlichen Desktop, der erstellt worden ist. Okay, das heißt, man hat quasi einen zweiten Desktop, der im Hintergrund irgendwelche Genau. Dinge tut, die man eigentlich als Schadsoftware tun würde, nur halt im Namen des Users. Ganz genau. Das ist Halt, natürlich super gefährlich. das ist Ähm, halt richtig mies. Der Benutzer merkt wirklich gar nichts. ja, und es sieht halt auch fürs System so aus, als würde der Nutzer das machen. Wie ist es mit Antivirenprogrammen? Also finden die da irgendwas? Oder? Nee, gar nicht. Das heißt, du hast quasi eine Schadsoftware, die weder vom System noch von irgendeinem Antivirenprogramm erkannt wird. Genau. Du hast das sicher mal auf VirusTotal hochgeladen, oder? Also da wird Genau, wahrscheinlich. Ja, sorry. habe es noch nicht auf VirusTotal hochgeladen. Ich habe einfach so, in meinem Paper habe ich ja so Tests durchgeführt mit sämtlichen Antivirensystemen. Ich habe dort also ich habe die in dem Paper beschriebene Phantom Ransomware implementiert Ja. und da einfach ein Antivirensystem drauf installiert in der virtuellen Maschine, die Phantom Ransomware durchlaufen lassen. Okay, und das Antivirensystem hat es nicht verhindert. Okay, da habe ich das nächste genommen und dann bin ich halt die komplette Liste so abgearbeitet. Also hast du es quasi selber auch getestet. Das Ganz ist, also im Endeffekt, wenn man diese Phantom Ransomware oder generell, man kann ja damit dann alles machen. Wenn man das auf dem System hat, dann kann man ja nicht wirklich irgendwie was machen dagegen. Also ich meine, als Antivirenprogramm müsste man das Ganze ja dann auch erkennen können und das geht ja nicht, weil es eben so getan ist, als wäre es der User. Ähm, Das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass du eigentlich, wenn du es mal auf dem Rechner hast, die perfekte Malware geschrieben hast. Ganz genau. Der Trick, den ich hier noch nutze, ist, dass du quasi, also kurz vorab, wie so eine Verhaltensüberwachung oder wie so ein Antivirensystem ganz abstrakt funktioniert. Das ist so, das Antivirensystem zeichnet ja quasi im Hintergrund diese Funktionsaufrufe von dieser Betriebssystem-Schnittstelle, in diesem Fall die WinAPI einfach mit beispielsweise Create-File, Delete-File, Move-File und sowas Mhm. alles. Genau. Und das ist quasi einfach so ein Machine Learning-Algorithmus, der da läuft im Hintergrund. Ja. Und was wir jetzt machen, quasi mit diesen schadhaften Benutzeraktionen, wenn
ich sag mal so, okay, angenommen, der Befehl delete File wäre jetzt irgendwie schadhaft oder so. Da würde das Antivirensystem sofort reagieren und sagen, komm, du löscht jetzt beispielsweise irgendwelche Dateien oder so, das darfst du nicht, das ist sofort ein Virus oder so. Und was wir machen, wir spalten quasi diesen atomaren Funktionsaufruf quasi einfach auf in mehrere unschadhafte Aktionen. Mhm. Weil Das die ist halt Aktionen quasi einfach User imitieren, also quasi einfach Klicke auf Datei und dann entfernen drücken. genau. Da Ja. hast du diese Aktion quasi so aufgespalten. Und wenn das natürlich vom System irgendwie verhindert wird, dann hat man natürlich auch als System irgendwie ein Problem. Ähm, Das heißt, also Antivirenprogramme bringen hier nicht wirklich was. Aber das ist ja auch bei vielen anderen Malwares sozusagen der Fall. Was könnte man denn machen, um sowas zu verhindern? Also jetzt irgendwie, also wir kommen nachher noch zu einem Proof of Concept, würde ich sagen, oder? Ganz genau. Genau. Und schauen uns das natürlich alles mal an. Jetzt ist aber natürlich die Frage, was kann man tun, damit das Ganze eigentlich verhindert wird? Also erstmal aus User-Sicht. Was kann ich dafür tun, dass diese Phantom Malware nicht bei mir aufs System gelangt? Ich würde sagen, das ist einfach dieser totale Standard, wie sich so ein richtiger, sicherer User auch verhalten sollte. Einfach quasi nicht so keine unvertrauten Anhänge von irgendwelchen Personen öffnen oder sowas. Ja. Also nicht Aber von den, wenn man ja? das Ganze jetzt mit einer Schwachstelle kombinieren würde, also nehmen wir mal an, wir haben wieder äh, irgendeine SMB-Schwachstelle in Windows, das gab es ja jetzt schon ein paar Mal. Meinst Ähm, du die Blue? genau. Boah, das wäre jetzt eine Atombombe, also. Und Oh. ja, und damit, wenn man das damit kombiniert, dann könnte man sich ja nicht wirklich dagegen wehren. Also man hätte quasi eine Malware auf dem System, die man nicht verhindern kann. Also man kann nicht verhindern, dass sie reinkommt. Und man hätte das Problem, man würde die Malware auch nicht sehen und man könnte sie nicht wirklich verhindern. Ähm, Was gäbe es da für Mitigierungstechniken? Also was könnte man da dagegen tun? Also aus Betriebssystem-Sicht, da würde ich quasi diese komplette GUI, also die grafische Benutzeroberfläche, einfach komplett reformieren. Also ich würde da beispielsweise sagen, okay, nur gewisse oder Systemprozesse dürfen quasi nur Desktops, also einen Desktop erstellen oder quasi nur, wenn der Benutzer, also quasi ein Programm startet und dieses Programm möchte irgendwie beispielsweise auf den anderen Desktop wechseln. Ja, Dann muss der Benutzer sofort irgendwie eingreifen können oder das Betriebssystem muss einfach stumpf sagen, hey, dieser Prozess möchte jetzt irgendwelche Fenster auf einem anderen Desktop öffnen. ja. Darf der Al- das? Oder darf Ja. das Programm das? Also, dass man quasi als Nutzer auch gefragt wird, ob das so gewollt ist. Weil im Endeffekt, deine Phantom Malware ist ja auch was man eventuell haben möchte. Also, ich habe mir zum Beispiel auch schon Skripte geschrieben, die irgendwie ich dann auf einem zweiten Desktop quasi rumfahren lassen habe und die dann einfach da gelaufen sind. So irgendwelche Unit-Tests oder sowas oder halt Selenium-Tests, die kannst du ja dort dann laufen lassen, das brauchst du ja nicht. Aber wenn man dann als User quasi gefragt wird, dann hätte man ja die Chance auch zu agieren. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll, ja. Ja, krass. Ich würde vielleicht vorschlagen, wir schauen uns einfach mal kurz an, was du gemacht hast, weil dann hat man auch tatsächlich gleich ein Bild und kann das irgendwie Ah, vergleichen. genau. Also, ich erkläre kurz hier, was hast du. Ja, ich habe umgeschalten. Perfekt. Also, was ich hier habe, ist einfach ein Proof of Concept. Einfach so, dass ich quasi hier erstmal auf dem Desktop, also ich erstelle einen neuen Desktop und auf diesen Desktop, da öffne ich diesen Windows Explorer. Was das ist, das ist hier dieses Fenster hier im Moment. Sollte sich jetzt öffnen. Also, das ist ja hier dieser Windows Explorer. Mhm. Und du kannst ja quasi hier auch Befehle einfügen. Ja, Und also ich öffne diesen Windows Explorer auf den neuen Desktop und dort füge ich einfach Befehle ein und bestätige sie einfach zur Ausführung. Das ist, was hier einfach passiert. So stumpf, aber so mächtig, sage ich mal so. ja. Also, ich muss kurz hier die nochmal neu schließen. So, okay, wie sieht das aus? Hier. Ich erstelle mir einfach hier einen neuen Desktop. Gott, die virtuelle Mhm. Maschine hängt gerade ein bisschen. Wichtig ist, dass ich den Desktop hier einfach einen Namen gebe, also quasi, dass ich ihn später identifizieren kann. Ich nenne ihn hier einfach stumpf einfach User Imitating. Ja, macht Sinn. Dann gucke ich einfach noch, okay, ob die Erstellung wirklich erfolgreich war. Dann als nächstes, das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Also es ist im Windows so, diese ganzen Threads, die sind einem Desktop zugeordnet. Also per Default ist es so, dass ein Thread, wenn er erstellt wird, wird er auf den
wird er den Desktop zugeordnet, auf den er erstellt worden ist. In Ja. diesem Fall, wenn ich das Programm ausführe, ist quasi dieser Main-Thread hier, der gerade läuft, zu diesem Desktop, also zum aktuellen Desktop zugeordnet. Das will ich nicht. Ich möchte ihn quasi zu dem Desktop zuordnen, den ich gerade erstellt habe. Also dem neuen. Ja. Genau. Okay. Jetzt muss ich irgendwie an das Window-Handle kommen. Dazu habe ich mir quasi so ein Hilfsobjekt erstellt. Das ist quasi dieser Window-Monitor, was der macht. Du kannst quasi, also er zeichnet quasi auf, welche Fenster in einem gewissen Zeitintervall hört sich jetzt ein bisschen komisch an, sondern in einem gewissen Intervall gestartet worden sind. Ja. Und ich starte die Aufzeichnung, dann erstelle ich jetzt quasi hier, also ich lasse den Windows Explorer, den öffne ich jetzt auf dem neuen Desktop. Wie mache ich das? Es gibt ja ein sogenanntes Startup Info Struct. Ja. Da muss ich einfach den Wert von LP Desktop quasi zu dem Namen des Desktops, also quasi auf den Namen des Desktops setzen, den ich erstellt habe. So. Die übergebe ich dann einfach hier diese komplette Struct beim Create Process Aufruf. Dann habe ich noch eine Process Information Struct, die ist halt dazu da, um das Prozess Handle vom Windows Explorer zu kriegen, das ist einfach quasi dazu da, um zu prüfen, ob Create Process erfolgreich war. Mhm. So. Wenn der Prozess dann auch erstellt worden ist, okay, weiß ich, das Fenster hat sich auch auf dem neuen Desktop geöffnet. Jetzt schlafe ich erst mal ein bisschen, um dem Betriebssystem Zeit zu geben, dass sich auch wirklich das Fenster geöffnet hat. Ja. Dann beende ich jetzt quasi hier diese Aufzeichnung einfach nur. Ja. So. Und jetzt kann ich hier mein Hilfsobjekt benutzen und zu fragen, okay, gib mir mal einen Pointer auf einen Buffer, in dem die ganzen Window-Handles drin sind. Ja. Und dann kann ich hier beim Funktionsaufruf quasi noch eine weitere Variable übergeben. Das ist einfach hier einfach ein Pointer, und da wird einfach die Anzahl von Fenster reingeschrieben, die geöffnet worden sind. Ich weiß ja, ich habe ja quasi nur ein Fenster geöffnet. Ja. Also muss dieser Wert genau 1 sein. Wenn es nicht ist, ist es ein Fehler. Und dann ist halt quasi mein erstes Element in diesem Buffer, das ist das Window-Handle von Windows Explorer. Klar, weil nichts anderes offen ist. Ganz genau. Jetzt Cool. habe ich einfach, wo wir jetzt sind, wir haben unseren Desktop und dort ist jetzt dieser Windows Explorer offen. Okay, Ja. cool. Jetzt muss ich quasi es irgendwie schaffen, dass ich quasi hier diese Ausführungszeile bekomme. Also, Moment, das muss ich wieder öffnen. Ja, meine virtuelle Maschine ist nicht so schnell. Das ist klar, ich weiß meinen auch meistens zu wenig Speicher zu. Es öffnet sich gleich. Was genau öffnest du gerade? Ich möchte jetzt den Windows Explorer hier nochmal auf dem Desktop öffnen, dass ich achso, möchte, wo die okay. Ausführungszeile ist. Ja, ja. So, dann, wenn ich jetzt beispielsweise F4 drücke, dann kommt ja hier diese Ausführungszeile hier in Fokus rein, und das möchte ich halt haben. Ja, natürlich, klar, deswegen F4, logisch. Und wie machen wir das? Wir schicken einfach auf diesen neuen, also wir schicken an das Window-Handle vom Windows Explorer einfach ein F4-Tastatur-Event. Im Endeffekt, als wärst du halt der User. Du musst dich halt so verhalten, Genau. dass du wirklich nur das tun würdest, als was der User auch machen würde. Sprich Tastatur- und Mauseingabe. Genau. Ja. Und hier diese VM-Key-Down-Messages, das sind quasi einfach so Systemnachrichten, die an Fenster geschickt werden. Ja. Und in diesem Fall VM-Key-Down ist quasi einfach ein F4-Key-Event. Ja, natürlich. Ja. Dann wird ja automatisch dieser Windows Explorer, okay, F4 wurde gedrückt, also starte ich jetzt mal hier bringe ich jetzt mal hier meine Inputbox quasi hier, bringe ich das Teil einfach im Fokus rein, okay. Ja, ja. Dann warten wir 1000 Millisekunden, also eine Sekunde. Jetzt wollen wir jetzt quasi hiervon das Window-Handle haben. Wir haben ja schon das Window-Handle vom Windows Explorer. Das hat ein separates Window-Handle dann. Ganz genau, und das wollen wir jetzt bekommen. Und da nutzen wir jetzt hier diese Funktion getGUI-Thread-Info. Das ist praktisch, dass das schon dabei ist, ne? Was für eine Library ist das, wo die alle drin sind? Ist das alles? Das ist alles Windows H. Das ist halt super angenehm. Ja gut, ich mache meistens eher Linux, deswegen Windows H ist bei mir, sagen wir mal, eingerostet. Aber ja, krass. So, und dann müssen wir halt quasi noch so eine GUI-Thread-Info-Struct erstellen, die quasi beim Funktionsaufruf übergeben. Wichtig ist, wir müssen noch die Thread-ID vom Windows Explorer haben. Da nutze ich einfach hier die Funktion get Window-Thread Process-ID. Ja, ja. Die erwartet wie das Window-Handle. Bam, habe ich alles. Rufe ich die Funktion auf und dann weiß ich nach dem Funktionsaufruf, befindet sich hier der HWND-Fokuswert, ist quasi von meiner GUI-Thread-Info-Struct, ist dieser Windows
ist das Window-Handle von der Inputbox von Windows Explorer. Ja. Boah, das ist kompliziert. Ja, eigentlich nicht so kompliziert, aber es ist schwierig auszudrücken, Ganz genau. weil es so komische Namen auch sind. In Klar. Englisch und Deutsch vermischt. Okay. Ja. Was wir jetzt haben, wir haben jetzt genau hier dieses wunderschöne Handle von unserer Inputbox. Ja. Jetzt ist uns noch was uns jetzt noch so ein Dorn im Auge ist ja quasi hier dieser Default-Text, dieses Dieses Quick Access, Das natürlich. hauen wir einfach weg, indem wir wieder VM Keydown Messages mit Backspace einfach hinschicken. Also quasi so Del einfach nur. Klack, 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 klack. Also klack. wirklich absolut stumpf, alles weggelöscht. Und wichtig ist, wir Super. müssen noch ein bisschen schlafen, dass das Fenster halt auch wirklich Zeit hat, die Dinger zu löschen. Ja. Gibt es keinen irgendwie Callback oder sowas, auf das du warten könntest? Du könntest hier noch Send Message nutzen, aber ich habe in diesem Fall einfach Post Message genutzt. Also der Ja, Unterschied ja. zwischen Send und Post Message ist, dass Post Message ist asynchron. Es schickt einfach die Nachricht ab Ja, und läuft sofort weiter. Bei Send Message schickt die Wartest Nachricht du. ab, wartet, bis es auch wirklich verarbeitet worden ist. okay, ja. Hätte man auch machen können. So. Und jetzt können wir eigentlich anfangen, unseren Befehl einzufügen. Das ist jetzt auch sowas von stumpf. Du schickst eine Einfach den- Char-Messages mit Ja. für das Zeichen des Befehls. Und wichtig ist, da wir hier mit dem Windows Explorer arbeiten, hast du ja hier den Befehl, den wir einfügen, der muss eine gewisse Form haben. Ja. Du musst hier die CMD aufrufen mit C, dass du auch einen gewissen Befehl ausführen möchtest und dann hier einfach den Einfach den irgendwie Befehl stumpfen rein. Befehl. Ja. Ich habe den simplen genommen, den es gibt, quasi Echo und einfach schreib in der Datei rein. Einfach in der Datei erstellen, ja. Aber damit könntest du ja im Endeffekt alles dann ausführen. Du kannst alles machen, was du willst. Aber würde sowas nicht von manchen Programmen erkannt werden? Also ich meine, im Endeffekt, kaum ein User würde jetzt hergehen und wirklich dort oben einen Echo in eine CMD, also oder irgendein anderes Befehl quasi in diese Adressleiste direkt reinposten. Das ist halt, ja, du hättest jetzt hier irgendeinen schadhaften Befehl nehmen können und zwar diese Einfügung eines schadhaften Befehls zu erkennen, das ist richtig mies. Ja, Wie ich schon gerade erklärt habe, du hast ja quasi, Antivirensysteme zeichnen ja diese Aufrufsequenz auf von diesen WinAPI-Calls, ja, macht ja irgend so ein Machine Learning-Algorithmus mit. ja, Was wir hier machen, wir schicken ja quasi einfach so Nachrichten und diese Nachrichten, wenn du die wieder alle zusammenpackst, ist das unser schadhafter Befehl. ja, Und wenn du das, sagen wir es mal so, als schadhaften Befehl, diese Einfügung quasi so direkt, was weiß ich, von irgendeinem so Move-Befehl als schadhaften Befehl sofort klassifizierst, ja, ja, okay, dann komme ich hin und verändere das einfach. Ich kann das komplett so polymorph machen, dass es quasi unmöglich ist, so eine Einfügung eines schadhaften Befehls von der Einfügung eines nicht schadhaften Befehls, du kannst das nicht mehr unterscheiden. ja, klar. Also, ich meine, du schickst ja jetzt danach die Nachricht ab, oder? Und dann wird es quasi ausgeführt. Aber warum Genau. bist du über den Explorer, also gab es einen Grund dafür, dass du über den Explorer gegangen bist und nicht direkt über die CMD, also quasi gesagt hast, ich drücke jetzt Windows-Taste, ich gebe ein cmd.exe und dann warte ich dort und bis das Fenster da ist und dann gebe ich dort meinen Befehl ein? Du könntest jedes andere Fenster nehmen, was ein Eingabefeld hat, wo du Befehle eingeben kannst. Du könntest beispielsweise eine Run-Dialog-Box nehmen, Ja. die alles Mögliche. Okay, das heißt, es war eigentlich nur die Aktion, die wahrscheinlich am ehesten noch Richtung Noch da? User gegangen war. Hörst du mich nicht mehr? Du warst gerade weg. Ah, okay, sorry. Das heißt, das war quasi die Aktion, die am ehesten noch nach User aussah. Im Ganz Vergleich genau. jetzt zu. Ja, okay. Okay, krass. Was hier insgesamt noch passiert ist, quasi dieser Windows Explorer, das ist ja so ein vertrauter Systemprozess von Windows. Ja, Und es gibt ja noch diese Richtlinie, sage ich mal so, das ungeschriebene Gesetz ist quasi, vertraue jedem Systemprozess, also jedem jedem Prozess im Betriebssystem, der quasi vom Hersteller selbst schon da ist. Und dieser Windows Explorer, der ist ja quasi schon vorinstalliert von Windows. ja, der ist nicht böse. Du injectest ja quasi dort Weißt du, was die ich Befehle meine? rein. Ja, Und wenn du das halt blockieren würdest, dann ja, wird halt quasi das komplette Betriebssystem abschmieren. Ja, logisch, klar. Oh Mann. Cool. Ja, wollen wir es ausführen mal? Können wir machen. Was ich Wird dann hier wahrscheinlich noch kurz ein bisschen mache, ist dauern. quasi nochmal kurz warten, dass das Betriebssystem Ja. auch Zeit hat, diesen Befehl auch wirklich auszuführen, bevor wir den Windows Explorer wirklich auch terminieren. Und Ja, dann ja. schließen wir den additional zusätzlichen Desktop. Das ist Ja. quasi einfach, sage ich mal, so eine Art Cleanup. Dann führen wir es mal aus. Moment.
So, Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern bei der VM, nehme ich an. genau. Gott, leckt das. Okay, wir führen es jetzt mal aus. Ja. Also ich Wieder meine, die ist ja jetzt nicht wirklich echter Schadcode, das ist ja erstmal nichts Böses, aber es ist eben etwas, was der User nicht machen würde. Und wenn man Genau. da jetzt also zum Beispiel einen Befehl reinschreiben würde, dass du die Dateien liest, die schon auf dem Desktop rumfahren Mhm. und diese Dateien dann quasi ersetzt durch dieselbe Variante, nur in verschlüsselter Form, dann hättest Ganz du ja, genau. dann hättest du ja quasi eine Ransomware, wenn du das mit allen Dateien machst. Ganz genau. Ja, das ist natürlich super gefährlich. Aber könnte man, also jetzt nur rein hypothetisch, hast du es mit Netzwerktraffic getestet? Habe ich Also, auch. okay, hat das auch funktioniert? Also quasi wirklich, dass irgendwas geschickt wurde? Ganz genau. Irgendwie. Das habe ich auch getestet. Und das Also, wurde auch nicht erkannt. Also irgendwie eine, I don't know, Reverse TCP-Händler oder sowas. also ich habe das so gemacht, dass ich einen Server hatte. Ja, Und dieser Server hat halt quasi an meiner Schadsoftware irgendwelche Netzwerkpakete geschickt. Und diese Schadsoftware hat dann irgendwie versucht, quasi mit diesem Server zu kommunizieren. Es gibt ja so Tools wie TCP-View. Der ja, zeigt quasi komplett Netzwerk-Traffic zu entsprechenden Prozessen an. ja. Und meine Schadsoftware hat laut TCP-View keinen Netzwerk-Traffic verursacht. Weil ich quasi genau mit dieser Technik eine Netzwerkkommunikation aufgebaut habe. Weil du quasi nicht selbst den Traffic Ganz aufgebaut genau. hast mit der Schadsoftware, sondern weil im Endeffekt die CMD den Traffic dann entgegengenommen hat. Ganz genau. Und der Trick ist, du startest ja quasi pro irgendwie Netzwerkaufbau, wenn du so ein Paket rüber schickst. Ich habe pro Paket quasi so ein, also pro Paket habe ich quasi so einen Befehl ausgeführt. Ja. Pro Paket, pro Dateneinheit hört sich besser an. Und ja, die CMD hat quasi einfach die ganze Zeit den Traffic verursacht. Uff. Das ist, ja gut, dann kann man halt auch nicht mehr sagen, dass es nicht vom User beabsichtigt ist, weil der User im Endeffekt dann, also es ist ja ein Prozess, den der User benutzt hat. Warte, er führt es gleich aus. Ja. Ha, die VMs. Vor allem die Windows-VM, die ist immer ganz besonders schlimm. Wenn man da irgendwie was macht, dann will die erstmal alles haben, was man an Leistung hat. Er braucht mehr Wartezeit. Ja. Ähm, mit Discord ist das jetzt gerade hier ein bisschen, oh Gott, was geht jetzt ab? Ah, du hast wahrscheinlich auch die VM und Discord auf dem, oder im selben? Nein, ich habe Discord hier auf echter Hardware laufen. Ah, okay. Ja, gerade gedacht. Es ist eigentlich schon alles paravirtualisiert, aber irgendwie ist der sehr, sehr langsam. So. Vielleicht macht er gerade ein Update. Kennt man ja. So, next try. Mit mehr Wartezeit, dann sollte es jetzt funktionieren. Ja, Das ist wunderbar. der, Ja, krass. Das heißt einfach ein bisschen länger warten und schon funktioniert das Ganze. Man muss natürlich genau, genug Wartezeit einplanen. anders in der virtuellen Maschine. Ja, natürlich. Das heißt, bei sehr, sehr alten Rechnern könnte es zu Problemen kommen, aber man kann es ja auch einfach so schreiben, dass es dann Genau. reicht. Also ich meine, wenn du dann 20 Sekunden oder sowas einpackst, dann reicht es ja auf jeden Fall. Genau. Es Ja, gibt sogar noch Maßnahmen, diese ganze Ausführungsgeschwindigkeit noch deutlich zu erhöhen, also quasi die Rate Befehle pro Sekunde. okay. Warum arbeiten wir nur mit einem Windows Explorer? Wir können ja mehrere öffnen oder sowas ähnliches. Ja, wenn du genug Leistung hast, auf jeden Fall, klar. Also dann kannst du halt alles skalieren. Wobei, ja, natürlich. Da musst du halt nur noch aufpassen, also musst halt sehr viel Synchronisationsarbeit machen. Der Ja, Trick ist, wenn du mehrere Windows Explorer offen hast und du machst halt eine Einfügung ja, und du bestätigst den einen Befehl zur Ausführung, dann öffnet sich ja automatisch die CMD und dieses Fenster hat dann auf den Desktop-Fokus. ja, natürlich. Quasi verlieren dann alle Inputboxen den Mhm. Fokus wieder. Das heißt, Okay, ja, klar. Das heißt, du der musst dann eigentlich erstmal wieder den Fokus getten. Aber genau, es macht ja auch eigentlich nichts, wenn man ein bisschen länger wartet, sage ich jetzt mal. Also man kann ja einfach einen Befehl einfügen, dass das ganze Ding in der Registry steht, dass es sich jedes Mal startet, wenn sich quasi dein Rechner startet und dann fängt man halt einfach an, alles zu verschlüsseln. genau. Und irgendwann wird der User das Ganze merken und wird aber seine Dateien wieder wollen und schon kann man ihn erpressen. Oder man macht sich einfach einen Händler auf, der quasi von außen wie in der Reverse Shell funktioniert. Und dort kann man ja dann sowieso nur einen Befehl eigentlich eingeben, weil ich meine, ich habe Ja. nur die Möglichkeit, quasi einen Befehl in meinem Kopf zu verarbeiten auf einmal. So, Das ist dann richtig mies. das ist halt echt gefährlich. Ja, das heißt, was man machen sollte, ist auf gar keinen Fall irgendwelche Anhänge öffnen und am besten keine Schwachstellen in seinem System haben. Ja,
Cool. Vielen Dank für die Demo auf jeden Fall. Willst du irgendwie Gerne. noch was loswerden? Also gerade zu dem Thema? Vielleicht haben wir noch nicht alles angesprochen. Ich meine, das Ganze Wollen ist wir ja. noch über die Phantom Ransomware genauer reden, wie die Können wir gerne funktioniert? machen. Ja, Wie können die wir machen. Dateiverschlüsselung funktioniert? Kannst du das Bild bei dir irgendwie öffnen? Also Das Bild 8 wäre das im Paper. im Paper oder in der Zusammenfassung? Im Paper selbst. Sekunde. Habe ich Oder offen. das Bild ist auch in der Zusammenfassung. Das wäre einfach diese Dateiverschlüsselung von der Phantom Ransomware. Ja, Sekunde. Das ist mein Lieblingsteil im Paper. Okay. Also, das Paper ist erstmal hier. So, Sieht man, ne? Es ist das, was außen dran ist, oder? warte, ähm, das außen dran ist. Also quasi das, was man auch sieht, bevor man das Paper öffnet. Oder, wobei, sag mir einfach die Seite. Ähm, Das wäre Seite 9, wäre das. Ui, Seite, oh, ich glaube, ich habe gerade einen Bug bei IEEE gefunden. Seite 164.428. Eins von Ah, 25. Oder von dir Das ist es das Bug. Ja, das könnte von dir ist sein. kein Bug, das ist, weil die Ein ganzen Feature. Paper hintereinander veröffentlicht worden sind. Okay, okay. Ich dachte gerade. Seite Das 9, hat mich sehr auch gut. überrascht. Deswegen habe ich einen Kollegen gefragt, der hat mir das denn gesagt. Okay. So, machen wir mal größer hier. Gut. Ähm, also im Endeffekt, ja, da sieht man quasi, wie die Phantom Ransomware funktioniert. Genau, wie dieser Trick funktioniert. Also du hast ja quasi bei so einer Ransomware, die muss ja quasi immer jede Datei quasi öffnen Ja, und die lesen. Und das ist schon quasi so ein Ansatz für so eine Erkennung, ja, dass das vermutlich so eine Ransomware sein könnte. Und was wir hier machen, wir versuchen das quasi so irgendwie auszusehen, dass wir quasi nur mit einer Datei arbeiten, ja. die Ja, wirklich der Phantom Ransomware-Prozess öffnet. Also das funktioniert so. Du hast beispielsweise hier ganz links deine foo.jpg-Datei. Die wollen wir ja, verschlüsseln. Wir machen das so, wir kopieren sie und wir können sie ja beim Kopieren ja quasi noch umbenennen. ja. In diesem Fall nenne ich sie einfach ABC. So. Okay. Jetzt Also kommt aus der Fan. foo.jpg wird einfach ABC ohne Dateiendung. Genau, das ist Dateiendung, ist in diesem Fall egal. Wir kopieren sie auch in ein anderes Verzeichnis. Ja, Okay, jetzt kommt der Phantom Ransomware-Prozess, liest die Datei, berechnet den, also bestimmt jetzt den Datei, also den verschlüsselten Dateiinhalt und sowas alles. mhm. Dann fängt sie an, quasi geht an foo.jpg ran und nutzt jetzt quasi die vorgestellte Technik, um mit entsprechenden Echo-Befehlen einfach die Datei einfach zu überschreiben. Ja, Da musst du aufpassen, bei großen Dateien ist es wichtig, die ist ja sehr groß und diese und diese Inputbox von Windows Explorer, die hat ja eine begrenzte Kapazität, von wie viel Zeichen du einfügen kannst. ja. Da musst du mehrere Echo-Befehle nehmen. Okay, ja, aber man schickt sie halt einfach nicht ab. Genau. Und was wir jetzt hierdurch erreichen, ist quasi, wenn wir jede Datei, die wir verschlüsseln möchten, erstmal kopieren und dann immer in ABC umbenennen, Ja, existiert ja ABC schon. ja, Die wird ja vollständig quasi einfach übersetzt. Ersetzt mit dem anderen Dateien halt, der ja. kopiert Das heißt, wird. du musst dich nicht mal mehr drum kümmern, dass quasi aufgeräumt wird nach dir. Die letzte Datei ist dann halt quasi noch verfügbar. Es sieht ja quasi so aus, als würde einfach nur immer eine Datei von der Phantom Ransomware gelesen werden. Ja. In diesem Fall ABC. Und im Endeffekt musst du ja dann einfach nur die Datei wieder, also quasi verschlüsseln und original in foo.jpg.enc oder sowas schreiben. Ähm, ja, das ist fies. Das ist wirklich fies. Gibt Und es, eins ähm, habe ich noch loszuwerden, okay, ähm, weil wir ja quasi hier so Befehle einfügen, ja, diesen Windows Explorer, bekommen wir eigentlich rein theoretisch ja gar keine Informationen, ob der Befehl erfolgreich war oder nicht, oder ob es da irgendwelche Fehler gab oder so. ja, ja, Und der Trick ist jetzt quasi hier, quasi so einen also so einen versteckten Informationskanal zu bekommen. okay. Das kriegst du hin, indem du die Ausgabe des Befehls einfach in eine andere Datei nochmal zusätzlich reinleitest. Mhm, Oder auch okay. Damit du quasi selbst Ganz sehen genau. kannst, was passiert ist. Genau, und in diesem Fall, wie das auch hier in dieser Dateiverschlüsselung hier präsentiert ist in der Abbildung, nehme ich einfach hier diese output.txt quasi als versteckten Informationskanal. Ja, Und da kann ich einfach in Fehlerfällen nochmal schön reagieren. ja.
Das heißt, du kannst quasi deinen eigenen Output lesen, du kannst die Dateien verschlüsseln, du kannst sie ersetzen und ja, alles ist im Endeffekt, als würde es der User machen, weil im Endeffekt tust du ja nichts, außer eine Datei zu lesen und Ja, wieder eine Datei zu schreiben. So, mehr genau. tust du nicht. Und was im Hintergrund passiert, das weiß ja niemand. Was mir auch noch gerade einfällt, was nochmal richtig mies ist, es gibt ja sogenannte Memory Scanner. Also du kannst Antivirensysteme nutzen quasi, die scannen einen Prozess, also Ja, quasi einen kompletten Speicher und haben entsprechende Signatur und gucken dann, ah, okay, ist da entsprechender irgendwelche schadhaften Instruktionen schon drin. ja. Es gibt sowas wie Packer. Sagt ihr es was? Nein. Oder Also, Packer in welchem Sinn jetzt? also Packer bei Schadsoftware. Ach Das ist so, jetzt ja doch, ja klar. genau, um die einfach nochmal ein bisschen. Also man hat erst angefangen, okay, Antivirensysteme haben angefangen, okay, diese Signaturen zu schreiben, dann haben die gedacht, okay, komm. Dann haben sich die bösen Leute gedacht, ach, ist ja ein bisschen, wir sind jetzt mal ein bisschen noch ein bisschen mieser, wir verschlüsseln quasi unsere Dateien und führen sie dann zur Laufzeit aus. Also gibt es ja quasi keine statische Analyse mehr. Ja. Dann hat sich die Antivirenindustrie gedacht, komm, wir bauen jetzt sowas wie so Memory Scanner zur Laufzeit. Und dann kamen die Packer-Bauer und haben dann sowas gemacht, was du jetzt Nee, dann gemacht kam hast. ich. Nee, jetzt kam ich. Und es ist so, man könnte jetzt Phantom, also wir haben jetzt hier, du hast hier gesehen, da sind so Strings drin. Ja, So, ähm, die schadhaften Befehle irgendwie repräsentieren. ja. Und jetzt könnte die Antivirenindustrie hinkommen und sagen, komm, wir machen einfach so eine Signatur, indem wir einfach Strings suchen, die einfach so schadhafte Befehle repräsentieren. Ja, also im Endeffekt könnte man ja. Ja, gut, aber wie willst du die schadhaften Befehle erkennen? Also, das ist ja gerade das große Problem. Könntest du eine String-Suche machen in der Executable selber und nach diesen schadhaften Befehlen suchen. Ja, okay. Aber jetzt wird's richtig gemein. Wir fügen ja quasi, wie ich das schon gerade gezeigt habe, wir fügen ein Zeichen für Zeichen ein. Ja, Du kannst zur Laufzeit, Betonung liegt jetzt hier zur Laufzeit, ja. diesen Befehl verschlüsselt im Speicher haben. Dann entschlüsselst du das erste Zeichen, fügst Mhm. es ein, überschreibst wieder das erste Zeichen bei dir im Speicher, nimmst das nächste Zeichen, entschlüsselst es, fügst es ein und so weiter. Damit du quasi Zeichen für Zeichen verschlüsselst. Ganz genau. Und dadurch liegt halt quasi dieser eigentliche Befehl, dieser schadhafte Befehl, nicht mehr zur Laufzeit entschlüsselt im Prozessspeicher rum, im Programmspeicher rum. Dadurch kannst du auch keine Signaturen gegen das Timer schreiben, die auf diesen schadhaften Befehlen basieren. Ja, weil du ja quasi zur Laufzeit erst selbst weißt, was der Befehl ist, als Ransomware oder als Malware. Genau. Ja. Ja, gut, also im Endeffekt, was haben wir gelernt? Wir können auf keinen Fall irgendwas vertrauen, was von außerhalb kommt. Also ich meine, im Endeffekt kann ja jede ausführbare Datei sowas dann auch tun. Ähm, und wir würden es nicht mal mitkriegen. Hm. Gibt es irgendwelche Monitoring-Tools dagegen? Also, dass man quasi, I don't know, alle geöffneten äh, Desktops oder sowas sieht? Ja, es gibt von Windows, per Default gibt es da so einen Desktop-Manager. Und den müsste man quasi die ganze Zeit beobachten. Das ist aber noch richtig mies hier in diesem Fall. Wir arbeiten hier mit einem Desktop, der noch nicht mal richtig initialisiert ist. Also es ist halt so, wenn du einen Desktop erstellst, musst du da Ja, entsprechende Prozesse drauf aufrufen. Dass der auch okay. wirklich so registriert ist beim Desktop-Manager und sowas alles. Haben Das wir nicht heißt, gemacht. das heißt, dadurch, dass wir Noch den nicht. Desktop quasi erstellt haben, aber nicht registriert haben, weiß Ja, Windows noch nicht mal, dass der Desktop überhaupt so existiert. richtig existiert. Also dieser Desktop-Manager weiß es noch nicht mal. Und zeigt ihn auch entsprechend nicht an. Das ist in diesem Fall richtig mies. Ja, ich würde sagen, da muss Windows ein bisschen nachpatchen, habe ich gehört. Linux hast du wahrscheinlich auch getestet. Gibt es da auch eine Variante für? Du könntest eine bauen. Okay. Ich Aber habe hast auch du eine nicht gebaut. explizit. Ah, du hast eine gebaut, okay. Was ist in deinem Paper Da auch hängt drin? das immer von der Desktop-Variante ab. Da gibt es ja immer so Gnome und sowas alles. Ja, Da musst du Cinnamon einfach, Gnome. ist genau das gleiche Spiel, das ist ja auch alles nachrichtenbasiert. Ja, ja, klar. Nur, dass du dort halt auf eine andere API zugreifen musst. Und bei Linux hast du ja dann auch Dateiberechtigung. Das heißt, wenn der User keine Rechte auf irgendwie einen Ordner oder eine Datei hat, dann hast Ja, du als Malware natürlich auch keine, weil du quasi im Namen des Nutzers agierst. genau.
Ja. Was ein bisschen problematisch ist, ist bei macOS. Okay, Oder wegen? Windows X, wie es auch heißt. Das ist ja quasi, wir simulieren ja quasi so Tastatureingaben und sowas alles. Ja, Senden Nachrichten und sowas alles. Und bei macOS ist es so, die werden halt, die haben ja diese Policy, ein ja. Fenster, also ein Prozess kann nur Nachrichten an ein Fenster schicken, was er auch wirklich erstellt hat. Also er kann nur Nachrichten an seine eigenen Fenster schicken und nicht an fremde Fenster. Und das heißt, wenn du quasi versuchst, deinen Desktop oder einen neuen Desktop zu erstellen, kannst du das zwar tun, aber kannst quasi keine Nachrichten hinschicken. Du kannst auch einen Windows Explorer darauf irgend so einen Explorer oder sowas ähnliches darauf öffnen oder ein Terminal. Du kannst ja keine Nachrichten an den schicken, weil das halt nicht dein eigener Prozess ist. Okay, na, das ist aber schon mal eine gute ähm, Schutzstrategie eigentlich. Ja, da gibt es halt so Sachen wie Social Engineering, Gut, um aber den dann Benutzer wird's da reinzuverleiten. drauf zu klicken und auf den Ja, neuen. nach Ja, dem gut. Motto, diese Executable braucht die Accessibility Features, um wirklich richtig zu funktionieren. Und der Benutzer denkt, Ja, ach, ich brauche das jetzt wirklich dringend. Und dann ist schon wieder alles verloren. aber wenn man immerhin sowas machen muss, dann hat man zumindest noch mal ein bisschen mehr Kontrolle darüber. Was ja schon, also, ne? Wär schon besser, als jetzt einfach gar nicht den Nutzer fragen zu müssen. Hm. Gut. Ähm, ja, ich würde einfach auch mal dein Paper in der Beschreibung verlinken, wenn das okay für dich ist. Ja, gerne. Würde Dann, mich freuen. dann können die anderen da auch ein bisschen reinlesen noch. Hier sehen wir auch noch, also ich habe jetzt gerade mal ein paar Sachen offen hier. Hier sehen wir auch noch, wie die Virenschutz-Erkennung war. Also quasi, welche hier tatsächlich was erkannt haben. Wir sehen hier einfach, ja, keiner hat irgendwas erkannt. So, Ah, ich also muss auch sagen, dass der Test ein bisschen unfair war, weil die hatten keine Chance, richtig zu reagieren. wegen. Es war halt, diese Lücke ist halt komplett neu. Hätten die da halt gewusst, wie das funktioniert, hätte man schon entsprechend irgendwelche Methoden finden können, das irgendwie zu erkennen. Klar, aber deswegen machst du ja Sicherheitsforschung. Also ich meine, du Ganz versuchst genau. ja neue Methoden zu finden, um die Virenschutzprogramme auszutricksen oder generell Schwachstellen zu finden. Und wenn es da quasi eine Möglichkeit gibt, dann Ja. ja, sollte das gefixt werden. Jetzt ist es Für mich ist bekannt, es auch jetzt kann man es so, fixen. für mich ist es auch so, es ist besser, wenn so ein Paper darüber publiziert wird, als wenn das irgendwie so ein Zero-Day ist, der dann da Ja, mit irgendwelchen anderen richtig miesen Sachen kombiniert wird. ja, Beispielsweise Eternal Blue und das ganze Ding wird irgendwie die komplette Industrie oder auf sehr viele Privatpersonen losgelassen. Oh Gott, da will ich genau. Genau, richtig. Deswegen, eine ja, Apokalypse. das wäre eine ziemliche Apokalypse. Vor allem, wenn man bedenkt, was Sachen wie WannaCry oder sowas schon angerichtet haben. Chef kommt Ja, Warner mit dieser Technik, du. ja, das wäre kein Spaß. Aber man könnte ja auch einfach hier sagen, man baut sich sein eigenes Botnet zusammen oder sonst irgendwas. Also es geht im Endeffekt ja alles. Du hast ja auch Netzwerk-Traffic getestet, hast du gemeint. Genau, habe ich auch. Ja, Ich stelle mir das noch interessanter vor, also wenn wir auch wirklich quasi so richtig den Benutzer so wirklich nachstellen. Ich meine, wie wahrscheinlich ist das, wie du es schon vorher angesprochen hast, dass der Benutzer auch wirklich selbst irgendwie den Windows Explorer öffnet und da so einen komischen Befehl in der Eingabezeile eingibt. Ich meine, das macht doch heutzutage, macht doch keiner. das macht eigentlich kaum jemand, ja. Keiner. Und warum machen wir nicht so eine, also ich spreche das auch in meinem Paper an, dass es noch deutlich ausgeklügelter geht, dass du quasi äh, einfach so irgendwie, du willst wieder eine Datei verschlüsseln, du öffnest die Ja, einfach beispielsweise mit Notepad oder irgendeinem anderen File-Editor und veränderst die quasi so selber, als wenn der User das wirklich so machen möchte. ja, einfach quasi wirklich den PGP-Code da quasi reinklatschen. Genau. Ja, Dann noch schön Cursor und so bewegen. ja, natürlich. Und dann hast du halt gar keine Chance mehr. Weil es könnte halt auch wirklich der User sein, der genau das machen möchte. Weil ich meine, also haben wahrscheinlich schon mal ein paar User zumindest gemacht. Definitiv. Ja. Ja, ist auf jeden Fall nicht ohne. Also, ja, und man kann sich eigentlich nur vor der Malware an sich beschützen, nicht, also quasi bevor sie auf dem eigenen Rechner ist. Was natürlich teilweise nicht ausreicht. Gut. Ja, das wäre es eigentlich von meiner Seite. Also ich habe eigentlich keine Fragen mehr. Mhm. Ich fand es so spannend, das mal zu sehen und auch von dir zu hören, weil du es ja quasi selber geschrieben hast. Ja, Von vielen dem Dank, her, dass ich das mir vorstellen durfte. ja, danke, dass du da warst. Also hat mich auf jeden Fall sehr Gerne. gefreut.
Das war jetzt Ähm, mein erster Podcast hier. wow. Vielleicht kommen ja noch mehr. Kannst ja noch ein paar Sachen erforschen. Aber ich habe noch einige krasse Dinger. Okay, ja, dann lass uns schreiben. Für euch gilt, wenn ihr Bock habt auf mehr, dann schreibt ihr mir das in die Kommandozeile, natürlich. Wir wissen ja, was das bedeutet, ne? Und wenn ihr Feedback habt, irgendwie, was ihr anders haben wollt, was ihr vielleicht, ja, was euch gestört hat oder was wir besser machen können, dann dürft ihr uns das auch gerne sagen, natürlich. Und in dem Sinne, was das von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.